Wenn wir im Jahr 2026 über KI reden, dann meistens über Chatbots, die auf eine Frage eine Antwort ausspucken. Ist ganz nett, aber im echten Alltag deiner Firma bringt dich das selten durch einen kompletten Prozess. KI-Agenten spielen in einer anderen Liga. Sie behalten ein Ziel im Blick, planen eigenständig Zwischenschritte, holen sich Daten, testen Varianten und stoßen am Ende echte Aktionen an. Auf Systemen, Maschinen oder auch Dokumenten. Und genau da wird es spannend, weil wenn Agenten mit dem Internet of Things oder dem IoT, Sensoren und Aktoren in der physischen Welt und mit RAG-Systemen, also Retrieval Augmented Generation, zusammenarbeiten, dann passiert was Spannendes. Wir sprechen ja nicht mehr über coole Demos, sondern über echte Hebel in der Produktion, Büro und auch im Management. Ich habe in meinen Projekten in der Industrie, Beratung und KI immer wieder gesehen und auch gehört, dass viele zwar das Wort Agent nutzen, aber kein wirkliches klares Bild haben, was diese Dinger konkret tun sollen. In diesem Video räumen wir genau damit auf. Weil in diesem Video zeige ich dir 10 konkrete Use Cases für KI-Agents, IoT und RAG-Systeme, die du dir wie eine Art Baukasten merken kannst. Wir gehen einmal durch ein einfaches Agenten-Framework, Goal, Planner, Memory, Executor und Action und schauen uns dann an, wie dieses Muster in ganz unterschiedlichen Bereichen aussieht. Von Landwirtschaft bis Katastrophenhilfe, von Banking bis Supply Chain. Mein Ziel ist, dass du heute rausgehst aus diesem Video und dir die 3 Dinge klarer beantworten kannst. Erstens, wo passen KI-Agenten in deine Welt? Zweitens, welche Datenquellen, IoT-Dokumente, Systeme und so weiter brauchst du dafür? Und drittens, mit welchem Use Case könntest du morgen einen ersten Pilot starten? Dafür habe ich dir die 10 konkreten Use Cases mitgebracht. Mit kurzen Stories, klaren Problemen und im Idealfall noch einen Merksatz pro Beispiel. Und bevor wir jetzt in die 10 Use Cases starten, noch ein kleiner Disclaimer vorab. Wir brauchen einen Rahmen. Und dieser Rahmen, der hilft uns, durch die Use Cases zu kommen. In jedem Use Case haben wir eine Logik von einem Goal, also einem klaren Ziel, das der Agent erreichen soll, einem Planner, der die Schritte plant und die Tools auswählt, einem Memory, die speichert Verlauf, Daten und Kontext, einem Executor, der setzt die Einzelschritte technisch um und Action löst am Ende etwas Konkretes aus, wie ein Alarm, eine E-Mail, Maschine, Workflow. Merk dir dieses Muster und dann wirst du dich in allen Beispielen wiederfinden. Der Use Case Nummer 1 dreht sich um eine smarte Bewässerung in der Landwirtschaft, ein IoT-Agent. Stell dir jetzt mal einen landwirtschaftlichen Betrieb vor, der jedes Jahr mit schwankenden Erträgen kämpft, weil Wetter, Bodenfeuchte und Bewässerung nie perfekt zusammenspielen. Das Goal des Agenten ist klar: Ertrag maximieren bei minimalem Wasserverbrauch. Der Planner holt sich aktuelle Wetterdaten, Bodenfeuchtsensoren über IoT, historische Erntedaten aus der Memory und plant daraus einen Bewässerungsplan für die nächsten Stunden. Der Executor berechnet, welche Felder wie lange Wasser brauchen und die Action schaltet die Bewässerungsventile automatisch für 2 Stunden ein. Natürlich mit laufendem Feedback der Sensoren. Ändert sich jetzt das Wetter, passt der Agent seine Entscheidungen an. Der KI-Agent macht aus den Sensordaten damit eine konkrete, automatisch ausgeführte Entscheidung. Wenn du keinen Bock auf Content Creation hast, dann ist der zweite Use Case etwas für dich, nämlich eine agentische Content-Erstellung mit RAG. In der Content-Welt sehe ich oft das Problem, entweder 0815 Texte aus Modell ohne Fakten oder aufwendige manuelle Recherche mit Copy and Paste aus 1000 Quellen. Beides ist ineffizient. Das Goal des Agenten ist hierbei, einen Blogpost über die Vorteile von Solarenergie für Schülerinnen und Schüler zu schreiben. Der Planner erstellt eine Gliederung, legt Tonalität fest und definiert, welche Daten gebraucht werden. Da geht es um aktuelle Statistiken, Fallstudien, Förderprogramme. Und dann kommt RAG ins Spiel. Der Agent lädt dann Dokumente hoch, zerlegt sie in sogenannte Chunks, schreibt diese in eine Vektordatenbank. Das ist eine Memory. Der Executor schreibt Abschnitt für Abschnitt, zieht sich für jeden Part die passenden Fakten aus diesem frischen Speicher und baut sie ein. Die Action am Ende ist ein fertiger, datenbasierter Blogpost im richtigen Sprachniveau, den der Agent selbst noch gegencheckt. Zum Beispiel mit Fragen wie: Ist dieser Abschnitt gut mit Zahlen belegt?
Daher auch hier ein spannender Punkt. RAG-Agenten verbinden immer da das aktuelle Wissen mit sauberen Schreiben, ohne eine Copy-Paste-Hell zu kreieren. Ich finde den dritten Use Case sehr spannend. Das ist ein Multi-Agent Coordination System in der Katastrophenhilfe. Stellen wir vor, es gab ein Erdbeben. Bei einem starken Erdbeben prasseln Daten aus allen Richtungen ein. Du hast Satellitenbilder, Social Media, Notrufe und auch Sensordaten. Kein Mensch kann all das gleichzeitig überblicken. Und das Goal ist knallhart: Leben retten, indem Hilfskräfte schneller am richtigen Ort sind. Ein zentraler Coordinator Agent übernimmt die Rolle des Planners und arbeitet mit mehreren Spezialagenten zusammen. Der eine analysiert Satellitenbilder auf eingestürzte Gebäude, ein anderer scannt Social Media nach Hilferufen, ein dritter simuliert Schäden. Alle schreiben ihre Erkenntnisse in eine gemeinsame Memory, eine Lagekarte, wenn du so willst, die sich ständig aktualisiert. Und der Executor priorisiert dabei die Maßnahmen und die Action schickt Einsatzkräfte los, routet Krankenwagen und stößt Evakuierungswarnungen an. Hier ist der Multi-Agent als Überblicksgeber, wo Menschen an der Datenflut scheitern würden. Der Use Case Nummer 4 handelt sich um Betrugserkennung im Banking mit Streaming-Agenten. Im Zahlungsverkehr laufen tausende Transaktionen pro Sekunde. Klassische Regeln greifen nur begrenzt und viele Betrugsversuche rutschen dadurch oder erzeugen sogenannte False Positives. Hier ist das Goal, den Betrug zu stoppen, ohne ehrliche Kundinnen und Kunden zu nerven. Ein Agent liest Transaktionsstreams in Echtzeit, der Planner bewertet, welche Modelle und Features angepasst werden müssen und nutzt Anomalie- und Erkennungsmodelle. Die Memory enthält das bisherige Verhalten des Kunden, bekannte Betrugsmuster und Feedback von Analysten. Der Executor wiederum bewertet jede Transaktion innerhalb von Millisekunden und die Action kann Karte temporär sperren, eine zusätzliche TAN verlangen oder einen Case im Fraud-Team anlegen. Auch hier können Agenten aus statistischer Betrugserkennung einen lernenden und laufenden Prozess kreieren. Der fünfte Use Case geht um Customer Experience mit Sentiment Agents. Heute ist es schon so, dass viele Firmen Chatbots im Kundenservice haben, die FAQ-Antworten ausspucken, aber null Gefühl für Stimmung haben. Und das frustriert mehr, als dass es hilft. Das Goal des Agents ist dabei, das Kundenerlebnis zu verbessern und Eskalationen rechtzeitig zu erkennen. Der Planner analysiert eingehende Nachrichten, Support-Tickets und Chats. Eine RAG-Komponente zieht aus Wissensdatenbanken die passenden Lösungsbausteine. Und parallel wertet der Agent mit Sentimentanalyse aus, ob die Stimmung neutral, verärgert oder begeistert ist und schreibt diese Information in die Memory. Der Executor schlägt dann eine Antwort vor. Die Action kann diese direkt verschicken oder an einen Mitarbeitenden weiterreichen, inklusive Stimmung, Historie und auch Lösungsvorschlag. Ein CX-Agent liest also nicht nur, was Kundinnen schreiben, sondern auch, wie sie sich fühlen, was oft ganz hilfreich ist. Nummer 6 geht um Multi-Agents im Gesundheitswesen, auch eine sehr spannende Variante von KI. Im Gesundheitswesen liegen Daten verteilt über Labor, Praxis, Klinik und auch Apotheke. Die Folgen sind Medienbrüche und auch Verzögerungen. Und das Goal ist dann, Behandlungswege zu beschleunigen und Fehler zu reduzieren. Ein Koordinator-Agent übernimmt wieder die Plannerrolle und orchestriert Spezialagenten. Der eine analysiert Laborwerte, ein anderer ordnet Arztbriefe, ein dritter prüft Wechselwirkungen von Medikamenten. Die gemeinsame Memory ist hier eine Patientenakte, die alle Agenten lesen und ergänzen. Der Executor baut daraus konkrete Vorschläge, etwa wie Kontrolltermin in 2 Wochen, Dosierung anpassen oder zusätzliche Untersuchung anstoßen. Die Action legt Termine an, informiert Ärztinnen und stößt Rezeptprozesse an. Die Gesundheitsagents verbinden verteilte Infos zu einem klaren nächsten Schritt für den Patienten. Use Case Nummer 7 geht rund um HR-Onboarding als Agenten-Workflow. Onboarding-Prozesse ziehen sich oft durch ewig viele Systeme. Vertrag, IT-Accounts, Schulungen, Zugänge und auch viele On-Site-Termine. Und vieles hängt auch an Excel-Listen und manuellen Mails.
Und das Goal des HR-Agenten ist, dass du jeder Person einen klaren, automatisierten Prozess ermöglicht, an Bord zu kommen. In Form von Aufgabenpaketen, Hardware bestellen, Accounts anlegen, Pflichtschulungen planen. Die Memory speichert, welche Schritte pro Rolle notwendig sind und was bereits erledigt wurde. Der Executor spricht mit Tools wie Workday, SAP oder dem Ticketsystem. Die Action legt Tickets an, schickt Willkommensmails und bucht Schulungstermine. Der Use Case Nummer 8 geht um IT-Operations. Für mich auch ein sehr spannendes Thema, weil ich da sehr viel berate. In der IT landen täglich hunderte Alerts. Der CPU ist hoch, Speicher ist voll, Service ist langsam. Vieles gehört bei großen Firmen oft zusammen, wirkt aber auf den ersten Blick wie Lärm. Das Goal ist, Störungen schnell beheben, bevor Anwender es richtig merken. Ein Agent liest alle Alerts, der Planner erkennt Muster und korreliert Meldung zu einem Incident. Die Memory speichert dabei bekannte Fehlerbilder und erfolgreiche Gegenmaßnahmen. Der Executor wählt passende Skripte oder Runbooks aus. Die Action setzt sie um, etwa Service neu starten, Ressourcen hochfahren oder Traffic umleiten. Im Anschluss schreibt der Agent das Ergebnis zurück in die Memory und lernt daraus. Das heißt, dieser Use Case ist also super interessant, wenn du Probleme in deinem Unternehmen hast mit Alarm-Spam in deiner IT. Weil dieser Alarm-Spam kann von IT-Agents in zielgerichtete Heilmaßnahmen umformuliert werden. Supply Chain Agents mit Predictive Analysis. Das ist auch wieder ein Buzzword-Bashing für Use Case Nummer 9. Aber es ist wirklich so, in Lieferketten sind Prognosefehler sehr teuer. Entweder ist das Lager voll oder die Regale leer. Manuelle Planung stößt da schnell an Grenzen. Und das Goal eines Supply Chain Agents ist hierbei, die richtige Menge zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort zu bringen. Der Planner zieht Marktdaten, Bestellhistorien, IoT-Daten aus Produktion und Logistik und baut daraus Nachfrageprognosen. Und die Memory, sie hält Saisonalitäten, Aktionen, Störungen und deren Auswirkungen fest. Der Executor berechnet dabei Bestellvorschläge und Verteilungspläne. Die Action stößt Bestellungen in ERP-Systemen an oder schlägt dem Planner-Team konkrete Anpassungen vor. Hier sind Supply Chain Agents Prognosebringer, Planungshelfer und Bestellgurus in einem durchgängigen Loop. Kommen wir zum letzten Use Case. Use Case Nummer 10, der sich um dynamische Transportplanung und Routenagents handelt. Transportagenten sind das logische Gegenstück dazu. Status, Sperrungen, Wetter, klassische Routenplanung reagiert oft viel zu spät. Lieferungen pünktlich zu liefern und Kilometer zu sparen ist hier das Ziel. Der Planner berechnet ursprüngliche Routen, liest Verkehrsdaten und auch Statusmeldungen. Das kann auf Fahrzeugebene und auch auf IoT-Trackern basieren. In der Memory liegen historische Fahrzeiten, typische Staupunkte und Kundenfenster. Der Executor bewertet laufend, ob eine Route noch passt. Die Action schickt aktualisierte Touren an Fahrerinnen, passt Zeitfenster an oder bündelt Stopps komplett neu. Das heißt, Routenagents machen Transport von starren Plänen zu lebendigen Systemen, die man auch live einsehen kann. Das war jetzt ein Blumenstrauß an sehr unterschiedlichen Use Cases und ich wollte mit diesem Video zeigen, was alles möglich ist. Lass das erstmal auf dich wirken. Ich hoffe, dass du die KI-Agenten dann weniger als magische Intelligenz, sondern als strukturierte Problemlöser siehst, die mit IoT, RAG und bestehenden Systemen zusammen spielen. Umgekehrt heißt es, sobald du dein Ziel klar formulierst, Datenquellen benennst und Systeme anbinden kannst, wirst du solche Agents und auch diese Patterns fast überall entdecken. In Produktionshallen, in Büros, in Leitständen und auch im Kundenservice. Für deine Karriere bedeutet das, dass du zur Person werden kannst, die nicht nur über KI redet, sondern auch Agents in die realen Prozesse übersetzt. Mit den klaren Zielen, konkreten Aktionen und messbaren Ergebnissen. Und hier will ich nochmal betonen, du musst in Zielen denken. Also ein Agent, der ein Ziel verfolgt, Daten nutzt und am Ende eine echte Aktion auslöst. Dafür hast du heute jetzt 10, meiner Meinung nach spannende Use Cases gesehen, von smarter Bewässerung über RAG-Content bis zu Katastrophenhilfe, Banking, HR, IT und Supply Chain. Alle folgen demselben Muster aus Goal, Planner, Memory, Executor und Action. Jetzt überleg dir, welcher dieser 10 Use Cases kommt deiner Welt am nächsten?
Wo hast du Sensoren, Systeme oder Dokumente, die ein Agent heute schon nutzen könnte? Schreib mir doch gern in die Kommentare, welcher Use Case dich am meisten überrascht hat oder welchen du noch nicht so ganz verstanden hast, aber trotzdem in deinem Unternehmen mal ausprobieren willst. Wenn du mehr solcher strukturierten Deep Dives zu KI-Agents und Industrie-Use Cases sehen willst, dann lass ein Abo da und schreib mir. Dann bauen wir mal gemeinsam deine KI-Souveränität Schritt für Schritt aus. Bis dahin, haut rein!